Lektion 1: Überwindung der Aufgabenüberlastung. Hallo Anna, ich kann mir vorstellen, wie du das Problem der Überlastung von Aufgaben überwunden hast. Wie hast du es gemacht? Hallo John. Es war definitiv eine Herausforderung, aber ich habe ein paar Strategien gefunden, die mir geholfen haben, die Arbeitsbelastung zu bewältigen. Das ist beeindruckend. Welche Strategien haben Sie umgesetzt, um der Überlastung zu begegnen? Zuerst habe ich Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert. Es half mir, mich auf das zu konzentrieren, was sofortige Aufmerksamkeit erforderte. Priorisierung ist in der Tat entscheidend. Haben Sie spezielle Tools oder Techniken verwendet, um dabei zu helfen? Ja, ich habe angefangen, eine Aufgabenliste und einen Kalender zu verwenden, um meine Aufgaben zu organisieren und ihnen Zeit zuzuweisen. Das ist ein kluger Ansatz. Eine visuelle Darstellung Ihrer Aufgaben kann sie überschaubarer machen. Absolut. Es hat mir auch geholfen, sich überschneidende oder widersprüchliche Termine zu identifizieren. Das frühzeitige Erkennen von Konflikten ermöglicht eine bessere Planung und verhindert unnötigen Stress. Was hast du sonst noch gemacht? Ich habe gelernt, Aufgaben zu delegieren, wenn möglich. Dadurch habe ich einen Teil meiner Zeit gewonnen und konnte mich auf wichtige Aufgaben konzentrieren. Delegieren ist eine effektive Methode, um die Arbeitslast zu verteilen. Wie haben Sie eine effektive Delegation gewährleistet? Klare Kommunikation und Vertrauen waren entscheidend. Ich habe darauf geachtet, klare Anweisungen zu geben und bei Bedarf Unterstützung anzubieten. Klare Kommunikation und Vertrauen schaffen ein positives Arbeitsumfeld. Gab es während des Delegationsprozesses irgendwelche Herausforderungen? Ja, ich bin auf einige Herausforderungen gestoßen. Es musste das richtige Gleichgewicht gefunden und sichergestellt werden, dass jeder über die erforderlichen Ressourcen verfügte. Das richtige Gleichgewicht zu finden kann schwierig sein. Wie sind Sie mit etwaigen Rückschlägen oder Hindernissen umgegangen? Ich versuchte, eine positive Einstellung beizubehalten und betrachtete Rückschläge als Lernmöglichkeiten. Ich suchte nach Lösungen und passte meinen Ansatz bei Bedarf an. Die Aufrechterhaltung einer positiven Denkweise ist wichtig für die Widerstandsfähigkeit. Wie haben Sie Ihre Zeit inmitten der Überlastung effektiv verwaltet? Die Zeitblockierung hat für mich das Spiel verändert. Ich habe bestimmte Zeitfenster für verschiedene Aufgaben zugewiesen und Ablenkungen minimiert. Zeitblockierung hilft, die Produktivität zu optimieren. Wie sind Sie mit unerwarteten Aufgaben oder Unterbrechungen umgegangen? Ich habe gelernt, flexibel zu sein und meinen Zeitplan entsprechend anzupassen. Ich habe die Dringlichkeit der neuen Aufgaben eingeschätzt und die notwendigen Änderungen vorgenommen. Flexibilität ist unerlässlich, wenn Sie mit unerwarteten Umständen konfrontiert werden. Haben Sie während der Überlastung Unterstützung von anderen gesucht? Ja, ich habe mich an Kollegen gewandt und bei Bedarf um Unterstützung gebeten. Teamwork und Zusammenarbeit haben einen großen Unterschied gemacht. Teamarbeit kann die Belastung verringern und ein unterstützendes Arbeitsumfeld fördern. Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um eine zukünftige Aufgabenüberlastung zu verhindern? Absolut. Ich fing an, realistische Erwartungen und Grenzen zu setzen. Ich habe gelernt, bei Bedarf Nein zu sagen und zu vermeiden, zu viel anzunehmen. Grenzen setzen und lernen, Nein zu sagen, sind unerlässlich, um eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich viel besser.
Die Umsetzung dieser Strategien hat mir geholfen, organisierter und produktiver zu werden. Das ist wunderbar zu hören. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse sind wertvoll für andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Das hoffe ich. Es ist wichtig herauszufinden, was für jeden Einzelnen am besten funktioniert, und die Strategien auf seine spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Reise zur Überwindung der Aufgabenüberlastung mit uns geteilt haben. Lektion 2: Augenkontakt aufrechterhalten. Hallo Anna, ich wollte darüber sprechen, wie wichtig es ist, Augenkontakt aufrechtzuerhalten. Es kann die Kommunikation erheblich verbessern. Hallo John. Du hast absolut recht. Augenkontakt zeigt Aufmerksamkeit und hilft, eine Verbindung herzustellen. Es ist ein starker nonverbaler Hinweis, der Interesse und Engagement vermittelt. Wie übst du, Augenkontakt zu halten? Ich bemühe mich bewusst, der anderen Person beim Sprechen oder Zuhören direkt in die Augen zu schauen. Das ist ein großartiger Ansatz. Die Aufrechterhaltung des Augenkontakts zeigt Respekt und schafft Vertrauen. Welche Vorteile haben Sie bemerkt? Mir ist aufgefallen, dass es mir hilft, die Gefühle und Absichten der anderen Person besser zu verstehen. Ja, Augenkontakt ermöglicht es uns, nonverbale Signale zu erkennen und subtile Nuancen in der Kommunikation wahrzunehmen. Irgendwelche Herausforderungen? Manchmal kann es sich unangenehm oder einschüchternd anfühlen, den Augenkontakt aufrechtzuerhalten, insbesondere in ungewohnten oder intensiven Situationen. Das ist wahr. Es braucht Übung, um dieses Unbehagen zu überwinden. Wie schaffen Sie es, in solchen Situationen Augenkontakt zu halten? Ich erinnere mich an die Bedeutung und Macht des Augenkontakts. Ich versuche, konzentriert und präsent im Gespräch zu bleiben. Konzentriert und präsent zu bleiben ist der Schlüssel. Es zeigt der anderen Person, dass Sie Ihre Worte schätzen. Irgendwelche Tipps für Anfänger? Üben Sie zunächst mit Freunden oder der Familie in ungezwungenen Gesprächen. Allmählich werden Sie sich damit wohler fühlen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, durch Übung Selbstvertrauen aufzubauen. Wie wäre es mit der Aufrechterhaltung des Augenkontakts in Gruppen? In Gruppen bemühe ich mich, meinen Augenkontakt gleichmäßig auf alle Teilnehmer zu verteilen, um alle einzubeziehen. Das ist rücksichtsvoll. Es stellt sicher, dass sich jeder einbezogen und geschätzt fühlt. Gibt es kulturelle Unterschiede, auf die Sie achten sollten? Ja, kulturelle Normen in Bezug auf Augenkontakt können variieren. Es ist wichtig, sich verschiedener kultureller Praktiken bewusst zu sein und sie zu respektieren. Absolut. Die Anpassung an kulturelle Unterschiede zeugt von Offenheit und Respekt. Wie wirkt sich Augenkontakt auf das berufliche Umfeld aus? In professionellen Umgebungen kann die Aufrechterhaltung des Augenkontakts während Gesprächen oder Präsentationen die Glaubwürdigkeit und Autorität erhöhen. Es schafft ein Gefühl von Selbstvertrauen und Professionalität. Gibt es Situationen, in denen die Aufrechterhaltung des Augenkontakts eine Herausforderung sein kann? Manche Personen haben möglicherweise aus persönlichen Gründen oder aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds Schwierigkeiten mit dem Augenkontakt. Es ist wichtig, Verständnis zu haben und keine Annahmen zu treffen. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten immer darauf achten und Rücksicht darauf nehmen, wie sich andere wohlfühlen. Wie gehst du mit Ablenkungen um und hältst gleichzeitig Augenkontakt?
Ich versuche Ablenkungen zu minimieren, indem ich mich auf die Person vor mir konzentriere. Wenn Ablenkungen auftreten, erkenne ich sie an und lenke meine Aufmerksamkeit um. Ablenkungen anzuerkennen und sich neu zu konzentrieren, ist eine großartige Strategie. Es zeigt, dass Sie das Gespräch schätzen. Irgendwelche abschließenden Gedanken zur Aufrechterhaltung des Augenkontakts? Denken Sie daran, dass die Aufrechterhaltung des Augenkontakts eine Fähigkeit ist, die mit Übung entwickelt werden kann. Es lohnt sich, Zeit und Mühe zu investieren, um sie zu beherrschen. Gut gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse über die Bedeutung der Aufrechterhaltung des Augenkontakts in der Kommunikation geteilt haben. Lektion 3: Nachhaltiges Leben. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen? Hallo John, ja, das ist etwas, das mir in letzter Zeit in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, es ist wichtig, Nachhaltigkeit zu priorisieren. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Solarenergie unseren CO2-Fußabdruck erheblich reduzieren. Das ist ein gutes Argument. Eine weitere einfache Möglichkeit, nachhaltiger zu sein, besteht darin, unseren Wasserverbrauch zu reduzieren. Kürzere Duschen und das Reparieren von Leckagen können einen erheblichen Unterschied machen. Du hast recht. Wassersparen ist unerlässlich. Erwähnenswert ist auch die Bedeutung des Recyclings. Indem wir unseren Abfall richtig sortieren, können wir dazu beitragen, die Menge an Abfall zu reduzieren, die auf Mülldeponien landet. Auf jeden Fall. Recycling ist eine Gewohnheit, die wir leicht in unser tägliches Leben integrieren können. Darüber hinaus kann die Auswahl wiederverwendbarer Artikel wie Wasserflaschen und Einkaufstaschen den Einwegplastikmüll erheblich reduzieren. Absolut. Einwegkunststoffe sind ein großes Problem für unsere Umwelt. Ein weiterer Aspekt des nachhaltigen Lebens ist die Unterstützung lokaler und biologischer Lebensmittel. Durch den Kauf von Produkten aus der Region können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren und lokale Unternehmen fördern. Ich stimme vollkommen zu. Die Unterstützung lokaler Landwirte und die Wahl von Bio-Lebensmitteln kommen nicht nur unserer Gesundheit zugute, sondern tragen auch dazu bei, den Einsatz schädlicher Pestizide zu reduzieren und nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen. Das ist ein weiteres Anliegen von mir. Ich möchte jemanden, der Nachhaltigkeit Priorität einräumt. Es ist wichtig, Unternehmen und Organisationen zu unterstützen, die unsere Werte teilen und sich für nachhaltige Praktiken einsetzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, auf die Produkte zu achten, die wir kaufen, und auf die Unternehmen, die wir unterstützen. Indem wir bewusste Entscheidungen treffen, können wir zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Absolut. Kleine Veränderungen in unserem täglichen Leben können große Auswirkungen haben. Es geht darum, uns unseres Handelns bewusst zu sein und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist richtig. Jeder positive Schritt, den wir in Richtung Nachhaltigkeit unternehmen, ist wichtig. Lassen Sie uns weiter lernen und Möglichkeiten austauschen, um nachhaltiger zu leben. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir etwas bewegen und andere dazu inspirieren, uns auf dieser Reise in eine nachhaltigere Welt zu begleiten. Lektion 4: Junge Kinder unterrichten. Hallo Anna, habe ich dir jemals von meinen Erfahrungen im Unterrichten kleiner Kinder erzählt? Hi John, nein, hast du nicht. Ich würde gerne davon hören. Das Unterrichten kleiner Kinder muss ziemlich herausfordernd und lohnend sein. Das ist es auf jeden Fall. Einer der wichtigsten Aspekte beim Unterrichten kleiner Kinder besteht darin, sie zu beschäftigen.
Die Verwendung interaktiver Aktivitäten und Spiele hilft dabei, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und macht das Lernen unterhaltsam. Das klingt nach einem großartigen Ansatz. Wenn das Lernen Spaß macht, kann dies Ihre Liebe zur Bildung fördern. Welche Art von Aktivitäten findest du am effektivsten? Nun, ich baue oft Musik und Bewegung in den Unterricht ein. Lieder zu singen, Tanzroutinen zu machen und Musikinstrumente zu spielen, hilft ihnen zu lernen und gleichzeitig Spaß zu haben. Das ist wunderbar. Musik und Bewegung können ihre Kreativität anregen und ihre motorischen Fähigkeiten verbessern. Welche anderen Strategien verwendest du? Visuelle Hilfsmittel sind ebenfalls unerlässlich. Die Verwendung bunter Karteikarten, Bilder und Requisiten hilft ihnen, neue Konzepte zu verstehen und verbessert ihre Erinnerungsfähigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass visuelle Hilfsmittel sehr hilfreich sein können. Es bietet eine visuelle Darstellung, die Ihnen das Verständnis erleichtert. Haben Sie Tipps, wie Sie mit Ihrem Verhalten umgehen können? Absolut. Die Festlegung klarer Regeln und Routinen ist von entscheidender Bedeutung. Das Setzen von Erwartungen und das Loben positiver Verhaltensweisen tragen dazu bei, eine strukturierte und positive Lernumgebung zu schaffen. Das macht Sinn. Beständigkeit und positive Verstärkung können gutes Verhalten fördern und eine förderliche Lernatmosphäre schaffen. Wie gehen Sie mit individuellen Unterschieden zwischen den Kindern um? Es ist wichtig, den Unterricht zu differenzieren. Jedes Kind hat einzigartige Stärken und Schwächen. Individuelle Unterstützung und die Anpassung der Unterrichtsmethoden an ihren Lernstil helfen ihnen, Fortschritte zu erzielen. Ich stimme zu. Durch die Anpassung des Unterrichts an ihre Bedürfnisse kann ihr Lernpotenzial maximiert werden. Wie fördern Sie Ihre sozialen Fähigkeiten? Gruppenaktivitäten und Kooperationsprojekte eignen sich hervorragend, um ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Förderung von Teamwork, Kommunikation und Empathie hilft ihnen, Beziehungen aufzubauen und effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist fantastisch. Zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu interagieren, ist eine wichtige Lebenskompetenz. Wie beurteilen Sie Ihre Fortschritte? Eine kontinuierliche Bewertung ist von entscheidender Bedeutung. Durch informelle Beobachtungen, Quizfragen und praktische Aktivitäten kann ich ihr Verständnis einschätzen und Anpassungen vornehmen, um ihren Lernbedürfnissen gerecht zu werden. Ich verstehe. Regelmäßige Bewertungen helfen Ihnen dabei, Ihre Fortschritte zu überwachen und Bereiche zu identifizieren, in denen zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. Es hört sich so an, als ob Sie einen umfassenden Ansatz für den Unterricht Ich kleiner danke dir. Kinder Es verfolgen. geht darum, eine positive und ansprechende Lernumgebung zu schaffen und gleichzeitig auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Das Unterrichten kleiner Kinder kann eine Herausforderung sein, aber ihr Wachstum und ihren Enthusiasmus zu sehen, macht es unglaublich lohnend. Lektion 5: Problemlösung. Hallo Anna, warst du schon einmal mit einem herausfordernden Problem konfrontiert, das kreative Problemlösungen erforderte? Hi, ja, habe ich. Es kann ziemlich frustrierend sein, aber es lohnt sich, innovative Lösungen zu finden. Sind Sie auf solche Situationen gestoßen? Absolut. Vor kurzem hatte ich ein Problem auf der Arbeit und musste um die Ecke denken, um eine Lösung zu finden. Es war eine ziemliche Reise. Was ist mit dir? Ich verstehe. Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, versuche ich, die Situation zu analysieren und mir mögliche Lösungen auszudenken. Es ist wichtig, unvoreingenommen an das Problem heranzugehen. Das ist ein großartiger Ansatz. Das Problem zu verstehen und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, kann zu bahnbrechenden Lösungen führen. Wie bewerten Sie die möglichen Lösungen?
Nun, ich wäge die Vor- und Nachteile jeder Option ab. Ich betrachte die Machbarkeit, potenzielle Risiken und die Auswirkungen, die dies auf die Gesamtsituation haben würde. Das ist eine kluge Herangehensweise. Die Bewertung der potenziellen Ergebnisse hilft dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Was tun Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Lösung die beste ist? In solchen Fällen lasse ich mich von Kollegen oder Experten auf diesem Gebiet beraten. Das Einbeziehen verschiedener Perspektiven kann wertvolle Erkenntnisse liefern und mir helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Das ist eine tolle Idee. Die Zusammenarbeit mit anderen und die Nutzung Ihres Fachwissens können zu einer besseren Problemlösung führen. Wie gehen Sie mit Rückschlägen auf dem Weg dahin um? Rückschläge sind unvermeidlich. Wenn ich mit Herausforderungen konfrontiert werde, versuche ich positiv und belastbar zu bleiben. Ich lerne aus den Rückschlägen und nutze sie als Wachstumschancen. Das ist eine bewundernswerte Einstellung. Eine positive Denkweise zu bewahren und aus Misserfolgen zu lernen, ist entscheidend für die Überwindung von Hindernissen. Wie stellen Sie sicher, dass die gewählte Lösung effektiv ist? Um die Effektivität sicherzustellen, erstelle ich einen Plan und setze messbare Ziele. Die regelmäßige Überwachung der Fortschritte und das Vornehmen von Anpassungen tragen dazu bei, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das ist ein praktischer Ansatz. Ein klarer Plan und die Verfolgung der Fortschritte stellen sicher, dass die gewählte Lösung auf dem richtigen Weg ist. Wie denken Sie über den Problemlösungsprozess nach? John, Reflexion ist wichtig für eine kontinuierliche Verbesserung. Nach der Implementierung der Lösung bewerte ich die Ergebnisse und identifiziere Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Es hilft mir, meine Fähigkeiten zur Problemlösung zu verfeinern. Das ist eine kluge Praxis. Wenn wir über den Prozess nachdenken, können wir aus unseren Erfahrungen lernen und bessere Problemlöser werden. Es war aufschlussreich, Ihren Ansatz zur Problemlösung zu hören. Ich danke dir. Ebenso habe ich aus Ihrer Sicht viel gelernt. Problemlösung ist eine Fähigkeit, die durch Übung und eine offene Denkweise verfeinert werden kann. Absolut. Es ist eine Fähigkeit, die es wert ist, entwickelt zu werden, da sie uns in verschiedenen Lebensbereichen zugutekommen kann. Lassen Sie uns weiterhin Herausforderungen annehmen und gemeinsam kreative Lösungen finden. Lektion 6: Fitnessziele. Hallo Anna, was sind deine Fitnessziele im Moment? Hallo, ich konzentriere mich auf Stärke und Flexibilität. Ich möchte meine allgemeine Fitness verbessern und mich energiegeladener fühlen. Wie steht's mit dir? Das ist großartig. Im Moment versuche ich, meine Ausdauer und meine Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Ich möchte in der Lage sein, längere Strecken zu laufen, ohne zu müde zu werden. Das klingt nach einem fantastischen Tor. Laufen ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Ausdauer zu steigern und Ihre Herz-Kreislauf-Fitness zu verbessern. Wie planen Sie, dies zu erreichen? Ich plane, mit kürzeren Läufen zu beginnen und die Distanz im Laufe der Zeit schrittweise zu erhöhen. Ich werde auch Intervalltraining und Cross-Training-Übungen einbauen, um meine Ausdauer zu verbessern. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie die Intensität schrittweise erhöhen und Abwechslung in Ihr Training integrieren, können Sie stetig Fortschritte machen. Hast du über bestimmte Meilensteine nachgedacht? Ja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, in 6 Monaten einen Halbmarathon zu absolvieren. Es gibt mir etwas, auf das ich hinarbeiten kann und hilft mir, motiviert zu bleiben. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche Meilensteine vor Augen? Ich habe mir kein bestimmtes Eventziel gesetzt,
aber ich möchte in der Lage sein, einen kompletten Split zu machen und eine Planke 2 Minuten lang zu halten. Es sind herausfordernde, aber erreichbare Ziele zur Verbesserung meiner Flexibilität und Rumpfstärke. Das sind großartige Ziele. Flexibilität und Rumpfstärke sind für die allgemeine Fitness von entscheidender Bedeutung. Ich bin mir sicher, dass Sie sie mit konsequenter Praxis erreichen können. Wie bleibst du motiviert, auf deine Ziele hinzuarbeiten? Ich finde es hilfreich, meine Fortschritte zu verfolgen. Ein Trainingstagebuch zu führen und dabei kleine Meilensteine zu feiern, motiviert mich. Ich trainiere auch gerne mit einem Freund oder nehme an Gruppenfitnesskursen teil, um zusätzliche Motivation und Rechenschaftspflicht zu erzielen. Das ist eine fantastische Strategie. Fortschritte zu verfolgen und ein Unterstützungssystem zu haben, kann einen erheblichen Unterschied machen, wenn es darum geht, motiviert zu bleiben. Für welche anderen Aspekte der Fitness interessieren Sie sich? Neben Kraft und Flexibilität bin ich auch daran interessiert, mein Gleichgewicht zu verbessern und neue Bewegungsformen wie Yoga oder Pilates auszuprobieren. Sie können mir helfen, eine ausgewogene Fitnessroutine zu entwickeln. Das ist wunderbar. Gleichgewichtstraining und das Erkunden verschiedener Trainingsmodalitäten können Ihre Routine abwechslungsreicher machen und verschiedene Muskelgruppen ansprechen. Es ist immer gut, sich immer wieder selbst herauszufordern. Wie steht's mit Ernährung? Haben Sie bestimmte Ernährungsziele? Ja, ich beabsichtige, mehr Obst, Gemüse und magere Proteine in meine Ernährung aufzunehmen. Ich möchte auch mehr Wasser trinken und meine Aufnahme verarbeiteter Lebensmittel reduzieren. Eine ausgewogene und nahrhafte Ernährung ist entscheidend für die Unterstützung meiner Fitnessziele. Das ist ein großartiger Ansatz. Die richtige Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unserer Fitnessbemühungen. Indem Sie sich für gesündere Lebensmittel entscheiden, versorgen Sie Ihren Körper mit dem Treibstoff, den er für optimale Leistungen benötigt. Es war inspirierend, von Ihren Fitnesszielen zu hören. Lektion 7: Das Eis brechen. Hallo Anna, wenn ich neue Leute kennenlerne, breche ich normalerweise das Eis, indem ich nach ihrer Branche oder aktuellen Projekten frage. Wie initiiert man Gespräche? Hallo! Das ist eine großartige Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Ich beginne oft damit, nach Ihren Hobbys oder Interessen außerhalb der Arbeit zu fragen. Es hilft, Gemeinsamkeiten zu finden und eine Verbindung aufzubauen. Was findest du noch hilfreich? Ich frage auch gerne nach ihren Lieblingsbüchern oder Filmen. Es ist eine einfache Möglichkeit, gemeinsame Interessen zu entdecken und eine lebhafte Diskussion zu führen. Wie sorgen Sie dafür, dass das Gespräch am Laufen bleibt? Um das Gespräch am Laufen zu halten, höre ich aktiv zu und stelle weitere Fragen. Es zeigt echtes Interesse und ermutigt die andere Person, mehr zu erzählen. Hast du irgendwelche Tipps zur Aufrechterhaltung eines guten Ablaufs? Absolut. Ich finde es hilfreich, persönliche Anekdoten oder Erfahrungen zum Thema zu teilen. Es verleiht dem Gespräch Tiefe und ermutigt die andere Person, sich ebenfalls zu öffnen. Was ist mit dir? Ich stimme zu. Das Teilen persönlicher Geschichten schafft eine entspanntere und angenehmere Atmosphäre. Es ermöglicht beiden Parteien, sich auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Sind Sie jemals auf ein herausforderndes Gespräch gestoßen? Ja. Manchmal kann es Momente der Stille geben oder Schwierigkeiten geben, Gemeinsamkeiten zu finden. In solchen Situationen versuche ich, offene Fragen zu stellen, um die andere Person zu ermutigen, mehr zu erzählen. Wie gehst du mit diesen Momenten um? Ich nähere mich diesen Momenten, indem ich versuche, ein neues Thema einzuführen oder nach Ihren Zukunftsvorstellungen zu fragen. Es hilft, das Gespräch zu verändern und verschiedene Interessengebiete zu erkunden.
Was machst du, wenn du das Gespräch würdevoll beenden willst? Wenn ich ein Gespräch beenden möchte, drücke ich normalerweise meine Dankbarkeit für die Interaktion aus und erwähne, dass es toll war, die Person kennenzulernen. Ich schlage dann vor, in Verbindung zu bleiben oder Kontaktinformationen auszutauschen. Wie steht's mit dir? Das ist eine höfliche Art, ein Gespräch zu beenden. Ich mache etwas Ähnliches, indem ich meine Wertschätzung für das Gespräch zum Ausdruck bringe und die Möglichkeit vorschlage, mich in Zukunft wieder zu treffen. Dadurch bleibt die Tür für weitere Interaktionen offen. Wie erinnerst du dich an die Namen der Leute, nachdem du sie getroffen Um hast? mir die Namen der Leute zu merken, bemühe ich mich bewusst, ihren Namen während des Gesprächs zu wiederholen. Ich verbinde ihren Namen auch mit etwas, das an ihnen einprägsam ist, wie zum Beispiel ihren Beruf oder ein besonderes Merkmal. Was ist Ihr Ansatz? Ich verwende einen ähnlichen Ansatz. Wiederholung und Assoziation sind hilfreiche Techniken. Außerdem versuche ich, ihre Namen zu verwenden, wenn ich mich verabschiede oder eine Nachricht mit ihrem Namen nachschicke. Es verstärkt das Gedächtnis. Es war interessant, über Möglichkeiten zu diskutieren, das Eis zu brechen. Absolut. Das Eis zu brechen ist unerlässlich, um Verbindungen aufzubauen und sinnvolle Gespräche zu führen. Mit diesen Strategien können wir ansprechende Interaktionen schaffen und einen positiven Eindruck hinterlassen. Lassen Sie uns weiterhin nach neuen Wegen suchen, um mit anderen in Kontakt zu treten. Lektion 8: Einfaches und leckeres Kochen. Hallo Anna, wenn es um die Zubereitung von Mahlzeiten geht, bereite ich gerne einfache Gerichte wie Pasta oder Pfannengerichte zu. Was sind einige deiner Lieblingsrezepte? Hallo! Ich koche auch gerne. Einer meiner Favoriten ist eine hausgemachte Pizza mit frischen Zutaten. Ich liebe es auch, ein würziges Hühnchencurry zuzubereiten. Was ist dein Geheimnis, um leckere Pasta zuzubereiten? Für leckere Pasta achte ich darauf, sie al dente zu kochen und in eine würzige Sauce zu geben. Ich füge auch gerne frische Kräuter und geriebenen Parmesankäse hinzu, um einen zusätzlichen Geschmacksschub zu erzielen. Wie machst du deine Pizzakruste so gut? Ich verwende eine Kombination aus Allzweck und Brotmehl für eine zähe und dennoch knusprige Kruste. Ich lasse den Teig auch ein paar Stunden gehen, um mehr Geschmack zu entwickeln. Was ist deine Lieblingspfannenkombination? Ich mag eine klassische Hühnchengemüsepfanne. Ich mariniere das Hähnchen in Sojasauce und Knoblauch, bevor ich es mit bunter Paprika, Brokkoli und Zuckererbsen anbrate. Wie machst du dein Hühnchencurry so schmackhaft? Um ein würziges Hühnchencurry zuzubereiten, verwende ich eine Mischung aus aromatischen Gewürzen wie Kurkuma, Kreuzkümmel und Koriander. Ich brate auch Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch an, um dem Geschmack Tiefe zu verleihen. Hast du Tipps zum Kochen mit frischen Kräutern? Wenn ich frische Kräuter verwende, füge ich sie gerne gegen Ende des Garvorgangs hinzu, um ihren lebendigen Geschmack zu bewahren. Basilikum passt hervorragend zu Pasta, Koriander passt gut zu Pannengerichten. Wie balancieren Sie die Aromen Ihrer Gerichte aus? Ausgewogene Aromen sind wichtig. Normalerweise schmecke ich nach und passe die Würze mit Salz, Pfeffer oder einem Spritzer Zitronensaft an. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen süß, salzig, sauer und scharf zu finden. Was ist dein Lieblingsküchengerät? Ich liebe es, meinen Stabmixer zu benutzen. Er eignet sich hervorragend für die Zubereitung glatter Suppen oder cremiger Saucen direkt im Topf. Es ist ein vielseitiges Tool, das Zeit spart und die Reinigung erleichtert. Was ist Ihr unverzichtbares Küchenwerkzeug? Mein unverzichtbares Küchenwerkzeug ist ein scharfes Kochmesser. Es macht die Zubereitung von Zutaten viel effizienter und ermöglicht präzise Schnitte. Ein gutes Messer macht das Kochen viel angenehmer.
Wie experimentiert man mit neuen Rezepten? Um mit neuen Rezepten zu experimentieren, suche ich oft online oder in Kochbüchern nach Inspiration. Ich probiere gerne verschiedene Geschmackskombinationen aus oder füge einem traditionellen Rezept meine eigene Note hinzu. Wie gehst du mit Küchenpannen um? Küchenpannen passieren den Besten von uns. Wenn etwas schief geht, versuche ich ruhig zu bleiben und mir kreative Lösungen auszudenken. Manchmal führen Fehler zu köstlichen Überraschungen. Was ist dein liebstes Hausmannskost? Mein liebstes Hausmannskost ist eine warme Schüssel mit hausgemachter Hühnernudelsuppe. Es ist beruhigend und nahrhaft, besonders in den kälteren Monaten. Was ist dein Lieblingsdessert, wenn du Lust auf etwas Süßes hast? Wenn ich Lust auf etwas Süßes habe, mache ich gerne einen einfachen Obstsalat mit einem Schuss Honig und einer Prise Zimt. Es ist eine erfrischende und gesunde Art, meine Naschkatzen zu stillen. Es hat Spaß gemacht, über unsere Lieblingsrezepte zu diskutieren. Absolut. Unsere Liebe zum Kochen zu teilen und Tipps auszutauschen macht die kulinarische Reise noch angenehmer. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam neue Geschmacksrichtungen und Gerichte entdecken. Lektion 9: Süße und cremige Zuckergüsse. Hallo Anna, wenn es ums Backen geht, hast du ein spezielles Zuckergussrezept? Ich mache immer einen Frischkäsefrosting. Es verleiht Kuchen und Cupcakes eine köstliche Würze. Hallo! Zuckerguss ist das Sahnehäubchen auf dem i. Ich liebe es, einen klassischen Buttercreme-Zuckerguss zuzubereiten. Es ist reichhaltig, cremig und vielseitig. Was ist dein Geheimnis, um einen perfekten Frischkäse-Zuckerguss zuzubereiten? Um ein perfektes Frischkäsefrosting zuzubereiten, achte ich darauf, weiche Butter und Frischkäse zu verwenden. Ich siebe auch den Puderzucker, um Klümpchen zu vermeiden. Wie erreicht man ein glattes und fluffiges Buttercreme-Frosting? Für einen glatten und fluffigen Buttercreme-Frosting schlage ich die Butter auf, bis sie leicht und cremig ist, bevor ich nach und nach den Puderzucker hinzufüge. Ein Spritzer Milch oder Sahne hilft dabei, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Welche Geschmacksrichtung passt am liebsten zu Frischkäse-Zuckerguss? Ich liebe es, Frischkäse-Zuckerguss mit Karottenkuchen zu kombinieren. Die Kombination aus dem würzigen Zuckerguss und dem saftigen, gewürzten Kuchen ist einfach unwiderstehlich. Was ist dein Lieblingsdessert, um Buttercreme-Zuckerguss zu präsentieren? Mein Lieblingsdessert zur Präsentation von Buttercreme-Zuckerguss ist ein klassischer Vanille-Cupcake. Der flauschige Kuchen und der cremige Zuckerguss ergänzen sich perfekt. Wie fügst du deinen Zuckerguss verschiedene Geschmacksrichtungen hinzu? Um meinen Glasuren verschiedene Aromen zu verleihen, verwende ich Extrakte wie Vanille, Mandel- oder Zitrusschale. Ich experimentiere auch mit Kakaopulver oder geschmolzener Schokolade für eine schokoladige Note. Was ist deine liebste Art, einen Kuchen mit Zuckerguss zu verzieren? Ich verwende gerne einen Spritzbeutel und verschiedene Spitzen, um mit Zuckerguss dekorative Muster zu kreieren. Wirbel, Rosetten und Bordüren können einer Torte eine elegante Note verleihen. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Zuckerguss an Ort und Stelle bleibt? Damit mein Zuckerguss an Ort und Stelle bleibt, kühle ich den Kuchen oder die Cupcakes nach dem Zuckerguss für kurze Zeit. Das hilft, dass der Zuckerguss fest wird und seine Form beibehält. Wie machst du deine Glasuren bunter? Ich verwende Lebensmittelfarbe, um meine Glasuren bunter zu machen. Gel- oder Pastenfarben funktionieren am besten, da sie die Konsistenz des Zuckergusses nicht verändern. Es ermöglicht lebendige und auffällige Designs. Was ist dein liebster Anlass, um ein gefrostetes Dessert zuzubereiten? Ich liebe es, gefrostete Desserts für Geburtstage zuzubereiten. Es ist ein besonderer Anlass, der nach einem köstlichen und wunderschön dekorierten Kuchen verlangt.
Was ist Ihr Geheimnis für einen glatten und professionell aussehenden Zuckerguss? Mein Geheimnis für einen glatten und professionell aussehenden Zuckerguss ist die Verwendung eines Offset-Spatels. Es hilft, den Zuckerguss gleichmäßig zu verteilen und eine polierte Oberfläche zu erzielen. Wie bewahrt man übrig gebliebene gefrostete Desserts auf? Um übrig gebliebene gefrostete Desserts aufzubewahren, bewahre ich sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf. Es hilft, die Frische des Kuchens und die Konsistenz des Zuckergusses zu erhalten. Was ist dein Lieblingszuckerguss, den du direkt vom Löffel genießen kannst? Wenn es darum geht, Zuckerguss direkt vom Löffel zu genießen, kann ich einer köstlichen Schokoladenganache nicht widerstehen. Es ist glatt, samtig und absolut genussvoll. Es war wunderbar, über unsere Vorlieben beim Zuckerguss zu sprechen. Absolut. Zuckerguss verleiht unseren gebackenen Kreationen einen zusätzlichen Hauch von Süße und Geschmack. Lassen Sie uns weiterhin verschiedene Glasurrezepte ausprobieren und dafür sorgen, dass unsere Desserts köstlich verlockend bleiben. Lektion 10. Unwiderstehliche Schokoladenmusse. Hallo Anna, ich habe eine Frage an dich. Hast du ein narrensicheres Rezept für Schokoladenmusse? Ich möchte ein perfektes Rezept machen, das jeder lieben wird. Hallo! Schokoladenmusse ist ein dekadenter Genuss. Ich habe ein Rezept, das niemals versagt. Möchtest du, dass ich es mit dir teile? Unbedingt. Bitte teilen Sie Ihr narrensicheres Schokoladenmusse-Rezept mit. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. In Ordnung, hier ist was du brauchst. Schmelzen Sie zunächst dunkle Schokolade und lassen Sie sie leicht abkühlen. In einer separaten Schüssel Schlagsahne aufschlagen, bis sich weiche Spitzen bilden. Dann die Schlagsahne unter die geschmolzene Schokolade rühren, bis alles gut vermischt ist. Zum Schluss die Musse einige Stunden kalt stellen, damit sie fest wird. So einfach ist das. Das klingt einfach genug. Ich probiere es mal aus. Übrigens, hast du irgendwelche Tipps, wie man Schokolade schmelzen kann, ohne dass sie sich festsetzt? Ja. Beim Schmelzen von Schokolade ist es wichtig, dies vorsichtig zu tun. Verwenden Sie eine Mikrowelle oder einen Wasserbad und rühren Sie die Schokolade häufig um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn Wasser mit der Schokolade in Kontakt kommt, kann es dazu führen, dass sie sich festsetzt und klumpig wird. Danke für den Tipp. Ich werde beim Schmelzen der Schokolade darauf achten, vorsichtig zu sein. Wie erreichst du die perfekte Textur in deiner Schokoladenmusse? Um die perfekte Textur in Schokoladenmusse zu erzielen, ist es wichtig, die Schlagsahne vorsichtig in die geschmolzene Schokolade zu mischen. Dies hilft, Luft einzubeziehen und eine leichte und luftige Musse zu kreieren. Das macht Sinn. Ich werde die Schlagsahne vorsichtig zusammenfalten, damit die Textur der Musse erhalten bleibt. Haben Sie Vorschläge zum Servieren von Schokoladenmusse? Absolut. Schokoladenmusse kann in einzelnen Gläsern oder Förmchen serviert werden. Für einen zusätzlichen Hauch von Eleganz können Sie es auch mit Schlagsahne, Schokoladenspänen oder frischen Beeren garnieren. Das sind großartige Serviervorschläge. Ich werde auf jeden Fall etwas Schlagsahne und Schokoladenspäne hinzufügen, um eine schöne Präsentation zu erhalten. Wie lange sollte ich die Musse vor dem Servieren kühlen? Kühlen Sie die Musse am besten mindestens 2 Stunden lang. Dadurch hat es genügend Zeit zum Abbinden und die Aromen können miteinander verschmelzen. Sie können es jedoch auch über Nacht kühlen, um eine festere Textur zu erhalten. Ich plane im Voraus und kühle die Musse über Nacht. Auf diese Weise ist es perfekt eingerichtet und kann am nächsten Tag genossen werden. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Ich bin mir sicher, dass es köstlich wird.
Schokoladenmousse ist immer ein Publikumsmagnet. Denken Sie daran, jeden Löffel dieser reichhaltigen und samtigen Köstlichkeit zu genießen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank, dass Sie Ihr kinderleichtes Schokoladenmousse-Rezept und all die hilfreichen Tipps geteilt haben. Ich freue mich darauf, es zu machen und es mit meinen Freunden und meiner Familie zu teilen. Lektion 11: Abenteuerliche Safari-Träume. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, in Afrika auf Safari zu gehen? Es klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Hallo. Ja, ich habe immer davon geträumt, auf Safari zu gehen. Die Gelegenheit, Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ist wirklich beeindruckend. Welches afrikanische Land würdest du für eine Safari wählen? Es ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich habe gehört, dass Tansania und Kenia beliebte Safari-Ziele mit einer vielfältigen Tierwelt sind. Was ist mit dir? Gibt es ein bestimmtes Land, das Sie gerne besuchen würden? Südafrika hat mich schon immer fasziniert. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Wildtieren, atemberaubenden Landschaften und lebendiger Kultur. Der Kruger-Nationalpark ist wegen seiner reichen Tierwelt ein Muss. Welche Tiere würden Sie sich auf einer Safari wünschen? Ich würde gerne Elefanten, Löwen und Giraffen sehen. Sie sind so großartige Kreaturen. Und einen Leoparden oder einen Geparden in Aktion zu erleben, wäre ein aufregendes Erlebnis. Haben Sie sich verschiedene Safari-Optionen angesehen? Absolut. Es gibt verschiedene Arten von Safaris, darunter geführte Touren, Selbstfahreroptionen und sogar Wandersafaris. Jede bietet ein anderes Maß an Abenteuer und ermöglicht es Ihnen, auf einzigartige Weise mit der Natur in Kontakt zu treten. Welche Art von Safari-Erlebnis spricht Sie an? Ich denke, eine geführte Safari wäre ideal für mich. Einen erfahrenen Führer zu haben, der durch die Wildnis navigieren und Einblicke in die Tierwelt geben kann, würde das Gesamterlebnis verbessern. Haben Sie Bedenken, auf eine Safari zu gehen? Sicherheit hat immer oberste Priorität. Bevor Sie sich auf eine Safari begeben, ist es wichtig, sich über seriöse Reiseveranstalter zu informieren und deren Richtlinien zu befolgen. Es ist wichtig, sich der Umwelt bewusst zu sein und den Platz der Tiere zu respektieren. Was ist mit dir? Gibt es Bedenken oder Ich stimme Vorsichtsmaßnahmen, vollkommen zu. die Sie treffen Ich würde würden? nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten, sondern auch angemessene Kleidung, Insektenschutzmittel und Sonnencreme einpacken. Es ist wichtig, während der Safari auf das Wetter und die Elemente vorbereitet zu sein. Was wäre dein Traummoment auf einer Safari? Mein Traummoment wäre es, eine Löwin mit ihren Jungen in freier Wildbahn zu erleben. Es muss ein herzerwärmender Anblick sein und an die Schönheit und Harmonie der Natur erinnern. Was ist mit dir? Gibt es eine bestimmte Begegnung mit Wildtieren, die Sie gerne erleben würden? Ich würde mich sehr freuen, die große Migration von Gnus und Zebras mitzuerleben. Es ist eines der spektakulärsten Naturereignisse. Tausende von Tieren überqueren Flüsse und Ebenen auf der Suche nach grüneren Weiden. Ich kann mir den beeindruckenden Anblick nur vorstellen. Wie wäre es mit den Unterkünften während einer Safari? Es gibt verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Von luxuriösen Lodges mit allen Annehmlichkeiten bis hin zu Zeltlagern, die ein noch intensiveres Erlebnis bieten. Das hängt von Ihren Vorlieben und Ihrem Budget ab. Haben Sie eine Präferenz für die Art der Unterkunft? Ich denke, ein Aufenthalt in einem Zeltlager würde zur Authentizität des Safari-Erlebnisses beitragen. Zu den Geräuschen der Natur einzuschlafen und in der atemberaubenden afrikanischen Landschaft aufzuwachen wäre unvergesslich. Ich kann es kaum erwarten, eines Tages auf Safari zu gehen. Es klingt wie ein wahr gewordener Traum.
Erkunden Sie die riesigen Savannen, beobachten Sie Wildtiere und tauchen Sie ein in die afrikanische Wildnis. Es ist ein Abenteuer, das Erinnerungen schaffen würde, die ein Leben lang halten. Ich hoffe, wir werden es beide eines Tages erleben. Absolut. Lassen Sie uns unsere Safari-Träume am Leben erhalten und daran arbeiten, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Wunder Afrikas erwarten uns, und ich freue mich über die Möglichkeiten. Lektion 12: Effiziente Zugfahrpläne. Hallo Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie oft Züge in den Hauptverkehrszeiten fahren? Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, einen so engen Zeitplan einzuhalten. Hallo. Ja, es ist faszinierend, wie effizient Züge fahren, besonders in geschäftigen Zeiten. Das ist ein Beweis für die gut geplanten Transportsysteme. Verlassen Sie sich bei Ihrem täglichen Arbeitsweg auf Züge? Absolut. Züge sind mein primäres Transportmittel für die Arbeit. Ich schätze den Komfort und die Zuverlässigkeit, die sie bieten. Es ist beruhigend zu wissen, dass in den Hauptverkehrszeiten alle paar Minuten ein Zug fährt. Haben Sie schon einmal einen überfüllten Zug erlebt? Ja, habe ich. Während der Hauptverkehrszeit können die Züge ziemlich voll sein. Es kommt häufig in belebten städtischen Gebieten vor. Es ist eine gute Idee, Ihren Arbeitsweg entsprechend zu planen und auf die Menschenmassen vorbereitet zu sein. Wie machst du deine Bahnfahrten angenehmer? Um meine Bahnfahrten angenehmer zu gestalten, bringe ich normalerweise ein Buch mit oder höre Musik. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich zu entspannen und das Beste aus meinem Pendelverkehr herauszuholen. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Tipps, um Bahnfahrten angenehmer zu gestalten? Ich finde, dass Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung einen erheblichen Unterschied machen können. Sie helfen dabei, Hintergrundgeräusche auszublenden und eine friedlichere Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus kann die Suche nach einem bequemen Platz zum Stehen oder Sitzen das Gesamterlebnis verbessern. Haben Sie schon einmal einen Zug verpasst? Ja, ich habe ein paar Mal einen Zug verpasst, weil ich unerwartet verspätet war oder ein paar Minuten zu spät kam. Es kann frustrierend sein, aber ich habe gelernt, zusätzliche Zeit für unvorhergesehene Umstände einzuplanen. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Erfahrungen mit verpassten Zügen? Ich hatte ein paar enge Gespräche, aber zum Glück habe ich noch keinen Zug verpasst. Es ist immer eine Erleichterung, pünktlich anzukommen und das lästige Warten auf den nächsten zu vermeiden. Gibt es eine bestimmte Zugstrecke, die Sie besonders reizvoll finden? Die Zugfahrt entlang der Küste ist atemberaubend. Der Blick auf das Meer und die Küstenlandschaften ist einfach umwerfend. Es ist eine Augenweide auf dem Weg zur Arbeit. Haben Sie irgendwelche Lieblingszugstrecken? Ich genieße die Zugstrecke, die durch die Landschaft führt. Die üppigen grünen Felder, sanften Hügel und malerischen kleinen Städte machen es zu einer malerischen Reise. Es ist wie eine malerische Flucht vor dem geschäftigen Stadtleben. Haben Sie jemals Verspätungen während Ihrer Bahnfahrten festgestellt? Ja, Verspätungen sind Teil von Zugreisen. Manchmal gibt es technische Probleme oder unvorhergesehene Umstände, die zu Störungen führen. Es ist wichtig, durch Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben und in solchen Situationen geduldig zu sein. Wie bleibst du über Zugfahrpläne auf dem Laufenden? Normalerweise verlasse ich mich auf Mobile-Apps oder Websites, die Zugupdates in Echtzeit bereitstellen. Sie helfen mir, meine Reise besser zu planen und über Verspätungen oder Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist ein praktisches Tool für Pendler. Hast du irgendwelche interessanten Zuggeschichten zu erzählen? Einmal traf ich einen Mitreisenden im Zug, der mir seine Reiseerfahrungen und Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten mitteilte. Es war ein herrliches Gespräch, das die Zugfahrt noch interessanter machte. Hatten Sie irgendwelche unvergesslichen Begegnungen in einem Zug?
Lektion 13: Erfolgreiche Kundengewinnung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du ein neues Unternehmen gründest. Viel Glück bei der Gewinnung neuer Kunden. Haben Sie irgendwelche Strategien im Sinn, um sie anzulocken? Hallo. Danke. Ja, ich habe ein paar Ideen, um neue Kunden zu gewinnen. Ich habe vor, spezielle Aktionen und Rabatte anzubieten, um sie dazu zu bewegen, meine Produkte auszuprobieren. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Tipps zur Gewinnung neuer Kunden? Absolut. Neben Werbeaktionen kann der Aufbau einer starken Online-Präsenz durch Social-Media-Marketing und die Interaktion mit potenziellen Kunden sehr effektiv sein. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und Beziehungen aufzubauen. Wie planen Sie, mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten? Ich werde auf Social-Media-Plattformen aktiv sein und umgehend auf Kommentare und Nachrichten antworten. Ich plane außerdem, eine Live-Chat-Funktion auf meiner Website zu integrieren, um sofortigen Support zu bieten und Kundenanfragen zu beantworten. Wie steht's mit dir? Wie interagieren Sie mit Ihren Kunden? Ich finde, dass das Versenden personalisierter E-Mails und Newsletter an meine Kunden dazu beiträgt, sie zu binden. Es ist eine großartige Möglichkeit, Updates, exklusive Angebote und wertvolle Inhalte zu teilen. Außerdem zeigt es, dass Sie sich um Ihre Bedürfnisse kümmern. Haben Sie eine bestimmte Zielgruppe im Auge? Ja, ich habe meine Zielgruppe anhand ihrer demografischen Merkmale und Interessen identifiziert. Indem ich ihre Bedürfnisse und Vorlieben verstehe, kann ich meine Marketingbotschaften so anpassen, dass sie effektiv bei Ihnen ankommen. Wie steht's mit dir? Wer ist Ihre Zielgruppe? Meine Zielgruppe besteht aus Fachleuten der Technologiebranche. Es sind Personen, die nach innovativen Lösungen suchen, um ihre Produktivität und Effizienz zu steigern. Es ist wichtig, ihre Probleme zu verstehen und Lösungen anzubieten. Wie planen Sie, den Erfolg Ihrer Kundenakquise zu messen? Ich werde wichtige Kennzahlen wie Webseitentraffic, Konversionsraten und Kundenfeedback verfolgen. Durch die Analyse dieser Kennzahlen kann ich die Effektivität meiner Marketingmaßnahmen beurteilen und die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Kundengewinnung zu verbessern. Wie steht's mit dir? Wie misst man Erfolg? Zusätzlich zu den von Ihnen genannten Kennzahlen überwache ich auch die Kundenbindungsraten. Es ist wichtig, nicht nur neue Kunden zu gewinnen, sondern sie auch zu binden, indem exzellente Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Stammkunden sind ein Zeichen für Erfolg. Haben Sie darüber nachgedacht, Online-Werbeplattformen zu nutzen? Ja, ich plane, Online-Werbeplattformen wie Google Ads und Social-Media-Anzeigen zu nutzen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Diese Plattformen bieten Targeting-Optionen, mit denen ich mich auf bestimmte demografische Merkmale und Interessen konzentrieren kann. Wie steht's mit dir? Hast du Erfahrung mit Online-Werbung? Ich habe in der Vergangenheit Online-Werbung verwendet. Dies kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, ein großes Publikum zu erreichen und den Traffic auf Ihre Website zu lenken. Es ist wichtig, überzeugende Anzeigeninhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Klicks fördern. Planen Sie auch Offline-Marketing-Strategien? Ja, ich glaube auch an die Macht des Offline-Marketings. Ich plane, an lokalen Veranstaltungen teilzunehmen, Flyer zu verteilen und mit ergänzenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um meine Reichweite zu vergrößern. Es geht darum, mehrere Kontaktpunkte für potenzielle Kunden zu schaffen. Wie bauen Sie Vertrauen bei Ihren Kunden auf? Der Aufbau von Vertrauen ist entscheidend. Ich konzentriere mich darauf, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten, meine Geschäftspraktiken transparent zu gestalten und meine Versprechen einzuhalten. Es ist wichtig, einen guten Ruf aufzubauen und langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
Wie gehen Sie mit Kundenfeedback um? Kundenfeedback ist wertvoll. Ich ermutige Kunden aktiv, Feedback zu geben und auf ihre Vorschläge und Bedenken zu hören. Es hilft mir, meine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und zeigt, dass ich ihre Meinung schätze. Wie steht's mit dir? Wie gehen Sie mit Kundenfeedback um? Ich habe auf meiner Website ein Feedback-Formular, in dem Kunden ihre Gedanken und Erfahrungen teilen können. Ich stelle sicher, dass ich ihr Feedback umgehend bestätige und geeignete Maßnahmen ergreife, um ihre Bedenken auszuräumen. Es dreht sich alles um kontinuierliche Verbesserung. Lektion 14: Spaß beim Fitnesstraining. Hallo Anna, ich habe vor kurzem angefangen, einen Fitness-Tracker zu verwenden, um meine Trainingseinheiten und Schritte zu verfolgen. Es war ziemlich interessant. Zeichnest du auch deine Trainingseinheiten auf? Hallo. Ja, ich tracke auch meine Trainingseinheiten. Es ist eine großartige Möglichkeit, meine Fortschritte zu überwachen und motiviert zu bleiben. Welche Funktionen findest du in deinem Fitness-Tracker am nützlichsten? Die Schrittzählung und die Herzfrequenzüberwachung sind für mich die nützlichsten Funktionen. Es hilft mir, den Überblick über mein tägliches Aktivitätsniveau zu behalten und stellt sicher, dass ich während des Trainings eine gesunde Herzfrequenz beibehalte. Wie steht's mit dir? Auf welche Funktionen verlassen Sie sich? Ich finde die Schlaftracking-Funktion ziemlich interessant. Es bietet Einblicke in meine Schlafmuster und hilft mir, die Qualität meines Schlafes zu verstehen. Es ist wichtig, ausreichend Ruhe für das allgemeine Wohlbefinden zu haben. Setzt du dir irgendwelche Fitnessziele? Ja, ich setze mir Fitnessziele, um mich selbst herauszufordern. Es kann eine bestimmte Anzahl von Schritten sein, die ich jeden Tag erreichen muss, oder eine Zieldauer für mein Training. Das Setzen von Zielen hält mich motiviert und konzentriert. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Fitnessziele? Absolut. Ich setze mir Ziele in Bezug auf Krafttraining und Flexibilität. Mein Ziel ist es, das Gewicht, das ich heben kann, zu erhöhen oder meine Flexibilität in bestimmten Yoga-Stellungen zu verbessern. Es gibt mir etwas, auf das ich hinarbeiten kann. Wie bleibst du motiviert, deine Fitnessziele zu erreichen? Um motiviert zu bleiben, finde ich es hilfreich, meine Fortschritte zu verfolgen und nebenbei kleine Erfolge zu feiern. Das gibt mir das Gefühl, etwas erreicht zu haben und ermutigt mich, weiterzumachen. Haben Sie irgendwelche Strategien, um motiviert zu bleiben? Ja, ich finde es motivierend, mein Training zu variieren und neue Übungen oder Fitnesskurse auszuprobieren. Das hält die Dinge interessant und verhindert Langeweile. Außerdem trainiere ich gerne mit einem Freund oder nehme an Gruppenfitnesssitzungen teil, um mich zusätzlich zu motivieren. Hast du jemals an Fitness-Herausforderungen teilgenommen? Ja, ich habe schon einmal an Fitness-Challenges teilgenommen. Sie sind eine großartige Möglichkeit, sich selbst herauszufordern und Rechenschaft abzulegen. Egal, ob es sich um eine Schrittherausforderung oder ein bestimmtes Fitnessziel handelt, es sorgt für ein zusätzliches Maß an Aufregung und Motivation. Wie steht's mit dir? Hast du irgendwelche Fitness-Herausforderungen ausprobiert? Ich habe mit meinem Kollegen an einer Step Challenge teilgenommen. Wir haben Teams gebildet und gegeneinander angetreten, um herauszufinden, wer gemeinsam die meisten Schritte erreichen kann. Es war eine unterhaltsame Art, sich gegenseitig zu ermutigen und einen gesunden Wettbewerb zu fördern. Verwenden Sie neben Ihrem Fitness-Tracker auch Ja, Fitness-Apps? ich verwende eine Fitness-App, die mit meinem Fitness-Tracker synchronisiert wird. Es bietet zusätzliche Einblicke und ermöglicht es mir, mein Training zu verfolgen, Ziele zu setzen und sogar an virtuellen Fitnesskursen teilzunehmen. Es ist eine bequeme Möglichkeit, alle meine Fitnessdaten an einem Ort zu haben. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Lieblings-Fitness-Apps? Ich verwende eine ähnliche Fitness-App.
Es gibt eine große Auswahl an Trainingsprogrammen und geführten Trainingseinheiten, die ich hilfreich finde. Es ist, als hätte ich einen Personaltrainer in der Tasche. Finden Sie, dass sich die Verwendung eines Fitness-Trackers positiv auf Ihre allgemeine Gesundheit Absolut. Die ausgewirkt hat? Verwendung eines Fitness-Trackers hat mich meines täglichen Aktivitätsniveaus bewusster gemacht und mich ermutigt, den ganzen Tag über aktiver zu sein. Es ist ein großartiges Instrument zur Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils. Haben Sie gesundheitliche Vorteile durch die Verwendung eines Fitness-Trackers bemerkt? Lektion 15: Empfehlungen für Campingausrüstung. Hallo Anna, ich plane einen Campingausflug und benötige einige Empfehlungen für Campingausrüstung. Hast du irgendwelche Vorschläge? Hallo! Natürlich helfe ich gerne weiter. Zunächst benötigen Sie ein stabiles Zelt, das einfach aufzubauen ist. Suchen Sie nach einem mit guter Abdichtung und ausreichend Platz für Ihre Gruppe. Mit wie vielen Personen campen Sie? Es wird eine kleine Gruppe von 4 Personen sein. Ein Zelt, in dem bequem 4 Personen schlafen können, wäre also ideal. Welche andere wichtige Campingausrüstung empfehlen Sie? Schlafsäcke und Isomatten sind für einen erholsamen Schlaf unerlässlich. Suchen Sie nach Schlafsäcken, die für die zu erwartende Temperatur geeignet sind, und wählen Sie Isomatten für zusätzlichen Komfort und Isolierung. Sie machen einen großen Unterschied. Suchen Sie noch andere Ausrüstung? Ich benötige auch einen zuverlässigen Campingkocher zum Kochen von Mahlzeiten. Er sollte tragbar und einfach zu bedienen sein und eine gute Kraftstoffeffizienz aufweisen. Irgendwelche Empfehlungen zu Campingkochern? Ich empfehle, nach Campingkochern zu suchen, die Propan- oder Butanbrennstoff verwenden. Marken wie Coleman und MSR bieten zuverlässige Optionen, die für verschiedene Kochbedürfnisse geeignet sind. Vergessen Sie nicht, auch Kochgeschirr und Utensilien einzupacken. Was ist mit der Beleuchtung? Guter Punkt. Ich brauche ein paar zuverlässige Beleuchtungsoptionen für den Campingplatz. Was schlägst du vor? Stirnlampen eignen sich hervorragend für freihändige Beleuchtung. Sie sind praktisch, besonders wenn Sie sich nachts bewegen müssen. Darüber hinaus kann das Mitbringen einer oder zweier Laternen für eine stimmungsvolle Beleuchtung des Campingplatzes sorgen. Haben Sie über Campingstühle nachgedacht? Campingstühle wären auf jeden Fall eine nette Ergänzung für ein paar bequeme Sitzgelegenheiten. Es ist immer schön, einen Platz zum Entspannen am Lagerfeuer zu haben. Gibt es bestimmte Merkmale oder Marken, auf die ich achten sollte? Suchen Sie nach Campingstühlen, die leicht, faltbar und langlebig sind. Marken wie Helinox und Rai bieten hochwertige Campingstühle an, die bei Campern beliebt sind. Stellen Sie sicher, dass sie auch bequem sind. Gibt es noch andere Campingausrüstung, für die Sie Empfehlungen benötigen? Ja, ich suche eine gute Kühlbox, um Essen und Getränke während der Reise kalt zu halten. Es sollte eine gute Isolierung haben und den Bedingungen im Freien standhalten können. Was schlägst du vor? Yeti und Coleman sind bekannt für ihre hochwertigen Kühler. Suchen Sie nach Kühlern mit dicker Isolierung und starker Konstruktion. Berücksichtigen Sie die Größe, die Sie benötigen, je nach Dauer Ihrer Reise und der Menge an Lebensmitteln und Getränken, die Sie aufbewahren werden. Gibt es noch etwas, zu dem Sie Ich Rat denke, das benötigen? deckt das Wesentliche ab. Danke für deine Empfehlungen. Ich fühle mich jetzt besser auf meinen Campingausflug vorbereitet. Ich schätze deine Hilfe. Lektion 16: Fangfrequenz. Hallo Anna, wie oft hast du vor, angeln zu gehen? Ich habe darüber nachgedacht, es als Hobby aufzugreifen. Hallo. Das klingt aufregend.
Normalerweise versuche ich mindestens einmal im Monat angeln zu gehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Wie steht's mit dir? Wie oft hast du vor, Ich denke darüber hinzugehen? nach, alle paar Wochen einmal angeln zu gehen. Ich möchte genug Zeit investieren, um meine Fähigkeiten zu verbessern und verschiedene Angelplätze zu erkunden. Hast du irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Absolut. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die richtige Ausrüstung haben, zum Beispiel eine Angelrute, eine Rolle und ein Gerät, das für die Art des Angelns geeignet ist, das Sie betreiben werden. Zweitens sollten Sie einige grundlegende Fangtechniken wie Werfen und Aufwickeln erlernen. Seien Sie abschließend geduldig und genießen Sie den Prozess. Es braucht Zeit, um ein erfahrener Angler zu werden. Haben Sie sich für die Art des Danke für die Angelns Tipps. entschieden, die Ich Sie plane, mit dem ausprobieren möchten? Süßwasserfischen in Seen und Flüssen zu beginnen. Es scheint ein guter Anfang zu sein. Bevorzugen Sie Süßwasser- oder Salzwasserfischen? Sowohl das Süß- als auch das Salzwasserfischen haben ihren eigenen Reiz. Ich mag das Süßwasserfischen jedoch mehr, weil es für mich zugänglicher ist. Es gibt viele Süßwasserarten zu fangen und es ist etwas ruhiger. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Angelschein zu bekommen? Ja, mir ist bewusst, dass an den meisten Orten ein Angelschein erforderlich ist. Ich werde sicherstellen, dass ich die erforderliche Lizenz erhalte, bevor ich mit dem Angeln beginne. Es ist wichtig, die Vorschriften einzuhalten und die Umwelt zu respektieren. Irgendwelche Vorschläge zur Suche nach guten Angelplätzen? Die Erforschung der lokalen Angelplätze ist ein guter Anfang. Online-Foren, Angelwebsites und lokale Angelvereine können wertvolle Informationen über beliebte Angelplätze in Ihrer Nähe liefern. Sie können auch erfahrene Angler nach Empfehlungen fragen. Welche Fische hoffst du zu fangen? Ich bin offen dafür, verschiedene Arten zu fangen. Ich bin jedoch besonders daran interessiert, Barsche und Forellen zu fangen. Es scheint herausfordernd und aufregend zu sein, sie einzufangen. Haben Sie einen Lieblingsfisch zum Fangen? Ich fange auch gerne Forellen. Ihre lebendigen Farben und temperamentvollen Kämpfe sorgen für ein berauschendes Erlebnis. Außerdem finde ich das Welsangeln sehr unterhaltsam. Sie können sich gut wehren und zu beeindruckenden Größen heranwachsen. Haben Sie darüber nachgedacht, einem Angelclub oder einer Gruppe beizutreten? Ich habe darüber nachgedacht, einem Angelclub oder einer Gruppe beizutreten. Es wäre eine großartige Möglichkeit, mit anderen Anglern in Kontakt zu treten, aus ihren Erfahrungen zu lernen und möglicherweise sogar an Angelwettbewerben teilzunehmen. Haben Sie Empfehlungen für die Suche nach Angelvereinen? In örtlichen Angelgeschäften oder Geschäften für Angelbedarf finden Sie häufig Informationen über Angelvereine in der Umgebung. Sie können Ihnen Informationen über Mitgliedschaften und Veranstaltungen geben und Sie sogar mit anderen Anglern in Kontakt bringen. Es lohnt sich, sie sich anzusehen. Wie bereitest du dich Bei der normalerweise auf einen Vorbereitung eines Angelausflug Angelausflugs vor? achte ich darauf, wichtige Dinge wie Sonnencreme, Insektenschutzmittel, Snacks und viel Wasser einzupacken. Ich überprüfe auch die Wettervorhersage und kleide mich entsprechend. Es ist wichtig, dass Sie sich beim Angeln wohl und geschützt fühlen. Haben Sie irgendwelche Rituale oder Aberglauben im Zusammenhang mit dem Angeln? Lektion 17: Begegnung mit Wildtieren. Hallo Anna, ich habe gestern eine Wanderung gemacht und es war unglaublich. Ich habe so viele Tiere gesehen. Das klingt lustig. Hast du dort Tiere gesehen? Hallo, das ist unglaublich. Wildtiere während einer Wanderung zu beobachten ist immer ein besonderes Erlebnis. Ja, ich habe während meiner letzten Wanderung ein Reh und eine Eichhörnchenfamilie gesehen. Es war ziemlich herrlich.
Auf welche anderen Tiere bist du gestoßen? Es war wirklich aufregend. Ich sah einen Fuchs, ein paar Hasen und sogar einen Weißkopfseeadler über mir schweben. Die Vielfalt der Tierwelt war beeindruckend. Sind Sie auf Ihren Wanderungen jemals seltenen oder exotischen Tieren begegnet? Ich bin noch auf keine seltenen oder exotischen Tiere gestoßen. Ich habe jedoch Geschichten von Menschen gehört, die in bestimmten Gebieten Schwarzbären, Berglöwen und sogar Elche beobachtet haben. Es wäre unglaublich, solch majestätische Kreaturen in freier Wildbahn zu beobachten. Hast du es geschafft, Fotos von den Tieren zu machen? Ja, ich hatte das Glück, ein paar Fotos zu machen. Es ist immer eine Herausforderung, nah genug heranzukommen, ohne die Tiere zu stören, aber ich habe es geschafft, ein paar Aufnahmen aus sicherer Entfernung zu machen. Es ist wichtig, ihren Lebensraum zu respektieren. Hatten Sie jemals enge Begegnungen mit Wildtieren? Ich hatte ein paar enge Begegnungen. Einmal, als ich in den Bergen wanderte, kam ein neugieriges Streifenhörnchen auf mich zu, das auf einen Snack hoffte. Es war ziemlich amüsant. Ein anderes Mal sah ich eine Schlange über den Weg gleiten. Es ist wichtig, vorsichtig zu bleiben und den Tieren ihren Platz zu geben. Hast du irgendwelche Tipps, um Wildtiere verantwortungsvoll zu beobachten? Absolut. Die verantwortungsvolle Beobachtung von Wildtieren ist entscheidend für ihr Wohlbefinden und unsere Sicherheit. Halten Sie am besten einen Sicherheitsabstand ein, verwenden Sie ein Fernglas oder ein Zoomobjektiv, um genauer hinzuschauen, und vermeiden Sie es, sich den Tieren zu nähern oder sie zu füttern. Es ist wichtig, ihr natürliches Verhalten zu respektieren. Haben Sie jemals über Tierfotografie nachgedacht? Tierfotografie ist etwas, worüber ich nachgedacht habe. Es ist eine wunderschöne Art, die Essenz von Tieren in ihren natürlichen Lebensräumen einzufangen. Die Geduld und das Geschick, die für die perfekte Aufnahme erforderlich sind, sind bewundernswert. Haben Sie Empfehlungen für Anfänger, die sich für Tierfotografie Für interessieren? Anfänger in der Tierfotografie empfehle ich, mit einem guten Teleobjektiv zu beginnen. Es ermöglicht Ihnen, detaillierte Aufnahmen aus der Ferne aufzunehmen. Geduld ist der Schlüssel, da Tiere möglicherweise nicht immer kooperativ sind. Wenn Sie etwas über das Verhalten und die Lebensräume von Tieren lernen, können Sie auch ihre Bewegungen vorhersehen. Haben Sie jemals an Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt teilgenommen? Ich persönlich habe nicht an Naturschutzmaßnahmen teilgenommen, aber ich bewundere diejenigen, die dies tun, sehr. Es gibt verschiedene Organisationen und Initiativen, die sich der Erhaltung und dem Schutz der Lebensräume von Wildtieren widmen. Sie durch Spenden oder Freiwilligenarbeit zu unterstützen, ist eine sinnvolle Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Haben Sie interessante Fakten über die Tiere Ja, erfahren, ich habe denen Sie ein paar begegnet interessante sind? Fakten erfahren. Wussten Sie, dass Füchse ein außergewöhnliches Gehör haben, das ihnen hilft, Beute unter dem Schnee zu finden? Und Weißkopfseeadler können beim Tauchen, um Fische zu fangen, Geschwindigkeiten von bis zu 55 Meilen pro Stunde erreichen? Die Natur steckt voller faszinierender Wunder. Gibt es ein bestimmtes Tier, das Sie in Zukunft sehen möchten? Lektion 18: Die richtige Größe finden. Hallo Anna, ich brauche einen neuen Rucksack zum Wandern, aber ich glaube, ich brauche einen größeren Rucksack. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Hallo. Klar, lass mich nachschauen, ob wir eine größere Größe verfügbar haben. Es ist wichtig, einen Rucksack zu haben, der Ihren Bedürfnissen entspricht und in dem Sie alle wichtigen Dinge bequem transportieren können. Nach welcher Kapazität Ich suchen Sie? glaube, ich brauche einen Rucksack mit einem Fassungsvermögen von etwa 40 bis 50 Litern. Ich möchte in der Lage sein, genügend Ausrüstung und Vorräte für längere Wanderungen mitzunehmen. Hast du irgendwelche Tipps zur Auswahl der richtigen Größe? Absolut. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Rucksacks die Länge Ihrer Wanderungen und die Menge der Ausrüstung, die Sie normalerweise tragen.
Ein größeres Fassungsvermögen eignet sich für mehrtägige Ausflüge, während ein kleineres für Tageswanderungen ausreicht. Es ist auch wichtig, verschiedene Rucksäcke anzuprobieren, um eine korrekte Passform zu gewährleisten. Hast Ja, du ich einen habe einen größeren Rucksack mit Rucksack einem gefunden? Fassungsvermögen von 50 Litern gefunden. Es scheint die richtige Größe für meine Bedürfnisse zu sein. Ich werde es anprobieren, um sicherzugehen, dass es sich angenehm anfühlt und das Gewicht gleichmäßig verteilt. Hattest du jemals Probleme mit Rucksackgrößen? Ich habe Erfahrungen mit zu kleinen oder zu großen Rucksäcken gemacht. Ein zu kleiner Rucksack kann unbequem sein und deine Fähigkeit einschränken, notwendige Gegenstände zu tragen. Andererseits kann sich ein zu großer Rucksack sperrig anfühlen und das Gleichgewicht beeinträchtigen. Es ist wichtig, die richtige Passform zu finden. Welche anderen Merkmale sollte ich neben der Größe berücksichtigen? Berücksichtigen Sie neben der Größe auch die Funktionen des Rucksacks, wie Anzahl und Platzierung der Taschen, Kompressionsgurte und Belüftungssysteme. Diese Funktionen können die Funktionalität des Rucksacks verbessern und Ihr Wandererlebnis komfortabler machen. Haben Sie einen Rucksack gefunden, der Ihren Kriterien entspricht? Ja, ich habe einen Rucksack mit mehreren Taschen zur Organisation gefunden, Kompressionsriemen für Stabilität beim Tragen und einem Mesh-Rückenteil zur Belüftung. Es scheint meine Kriterien zu erfüllen. Ich werde es ausprobieren und sehen, wie es sich anfühlt, wenn ich es mit meiner Ausrüstung packe. Hast du noch weitere Empfehlungen für die Rucksackauswahl? Eine weitere Empfehlung ist, die Haltbarkeit und Materialqualität des Rucksacks zu überprüfen. Ein robuster Rucksack aus strapazierfähigen Materialien hält den Strapazen des Wanderns stand und hält länger. Es lohnt sich, in einen hochwertigen Rucksack zu investieren, der Ihnen bei Ihren Abenteuern gute Dienste leistet. Brauchst du sonst noch etwas zum Wandern? Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich zum Wandern brauche. Ich habe meinen neuen Rucksack, Wanderschuhe und andere wichtige Ausrüstung. Ich bin bereit, auf die Trails zu gehen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Freust du dich darauf, deinen neuen Rucksack Ich freue mich auf auszuprobieren? jeden Fall darauf, meinen neuen Rucksack auszuprobieren. Ich kann es kaum erwarten, ihn mit all meiner Ausrüstung zu beladen und mich auf eine herausfordernde Wanderung zu begeben. Es ist wichtig, die richtige Ausrüstung zu haben, um Lektion 19: Intelligente Ausgaben. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, Geld zu sparen, und mir wurde klar, dass ich einige unnötige Ausgaben gemacht habe. Hast du irgendwelche Tipps, wie du sparen kannst? Hallo! Das ist eine großartige Initiative. Die Reduzierung unnötiger Ausgaben ist eine clevere Methode, um Geld zu sparen. Ein Tipp ist, Ihre Ausgaben zu verfolgen und Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Anpassungen vornehmen können. Haben Sie bestimmte Ausgaben bemerkt, die reduziert werden Ja, können? mir wurde klar, dass ich viel fürs Essen ausgegeben habe. Ich probiere gerne neue Restaurants aus, aber das belastet mein Budget. Ich glaube, ich muss anfangen, mehr zu Hause zu kochen. Haben Sie Vorschläge für erschwingliche und köstliche hausgemachte Mahlzeiten? Zu Hause zu kochen ist eine wunderbare Möglichkeit, Geld zu sparen. Sie können versuchen, einfache Mahlzeiten mit frischen Zutaten zuzubereiten. Es gibt viele budgetfreundliche Rezepte, die online verfügbar sind, die sowohl nahrhaft als auch köstlich sind. Es ist eine großartige Gelegenheit, auch Ihre Kochkünste zu entwickeln. Haben Sie andere Bereiche in Betracht Ein gezogen, weiterer in denen Sie Bereich, den ich Abstriche machen identifiziert können? habe, ist impulsives Einkaufen. Manchmal kaufe ich Dinge aus einer Laune heraus, ohne sie wirklich zu brauchen. Ich denke, ich sollte mehr auf meine Einkäufe achten und nur das kaufen, was ich wirklich brauche. Haben Sie jemals mit impulsiven Käufen zu kämpfen gehabt? Ich kann das nachvollziehen. Impulsives Kaufen kann verlockend sein, vor allem, wenn Online-Shopping so bequem ist. Eine Strategie,
um dies zu überwinden, besteht darin, eine Einkaufsliste zu erstellen und sich daran zu halten. Nehmen Sie sich vor dem Kauf etwas Zeit, um zu prüfen, ob es sich um eine Notwendigkeit handelt oder ob Sie darauf verzichten können. Haben Sie irgendwelche Ja, ich habe Techniken mit der ausprobiert, Implementierung einer um Technik impulsive namens Käufe einzudämmen? 24-Stunden-Regel begonnen. Immer wenn ich den Drang verspüre, etwas impulsiv zu kaufen, warte ich 24 Stunden. Wenn ich es nach dieser Zeit immer noch haben möchte, überlege ich mir den Kauf noch einmal. Es hilft mir, zwischen impulsiven Wünschen und echten Bedürfnissen zu unterscheiden. Gibt es noch weitere Tipps für intelligente Ausgaben, die Sie mit uns teilen können? Ein weiterer Tipp ist, Ihre Abonnements und Mitgliedschaften zu überprüfen. Manchmal vergessen wir wiederkehrende Ausgaben, die wir nicht mehr verwenden oder benötigen. Schauen Sie sich Ihre Abonnements an und kündigen Sie alle unnötigen. Es ist eine einfache Möglichkeit, zusätzliches Geld freizugeben. Haben Sie kürzlich Ihre Abonnements überprüft? Das ist ein toller Vorschlag. Ich habe meine Abonnements seit einiger Zeit nicht mehr überprüft, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es ist leicht, im Laufe der Zeit Abonnements zu sammeln und sie dann zu vergessen. Ich bin mir sicher, dass es einige gibt, die ich loslassen und etwas Geld sparen kann. Danke für die Erinnerung. Haben Sie noch andere Ideen zum Geldsparen? Eine weitere Idee ist, kostenlose oder kostengünstige Unterhaltungsmöglichkeiten zu erkunden. Anstatt Geld für teure Ausflüge auszugeben, suchen Sie nach lokalen Veranstaltungen, Parks oder Gemeinschaftsaktivitäten, die kostenlose oder erschwingliche Unterhaltung bieten. Es ist eine großartige Möglichkeit, Spaß zu haben, ohne das Budget zu sprengen. Haben Sie unterhaltsame, Ich habe kostenlose noch nicht viele Aktivitäten in kostenlose Ihrer Nähe Aktivitäten entdeckt? erkundet, aber ich werde auf jeden Fall anfangen, nach ihnen zu suchen. Es ist eine wunderbare Art, die Freizeit zu genießen, ohne zu viel auszugeben. Ich freue mich über all die Tipps zum Geldsparen, die Sie geteilt haben. Ich freue mich darauf, sie umzusetzen und die positiven Auswirkungen auf meine Finanzen zu sehen.